Moin, moin, ihr lieben Seebären mit oder ohne Bart. Willkommen zu einer neuen Geschichte von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von Michael Ende. So, jetzt muss ich erst mal gucken. 15. Kapitel, in dem die Reisenden in eine sonderbare Traumgegend geraten und eine verhängnisvolle Spur entdeckten, Teil 2. Was das letzte Mal passierte, dass Jim und Lukas und Emma durch die Wüste unterwegs sind zu der Drachenstadt, und auf ihrem Weg dorthin wurde die Sonne immer heißer und heißer. Es entstanden viele Fata Morganen. Zum Beispiel das letzte Mal jetzt wurde Lummerland erschienen. Und da geht es jetzt nun weiter. Schnell, schrie Jim ganz außer sich. Schnell, Lukas, lass uns hinfahren. Aber Emma hatte schon vor sich aus Kurs auf Lummerland genommen. Offenbar hatte sie den Heimatinsel auch entdeckt. Sie kam immer näher, und nun sahen sie, dass der König nun Fenster herausschaute, und vor dem Schloss stand Frau Waas mit einem Brief in der Hand, und der Briefträger war dabei. Auch Herr Ärmel, alle vier schienen sehr betrübt zu sein. Frau Waas wischte sich immerfort mit ihren Schürze die Augen. Frau Waas, schrie Jim, öffnete das Fenster und beugte sich trotzdem der glühenden Hitze, die ihm entgegenschlug, so weit er konnte, heraus. Frau Waas, ich bin hier. Siehst du mich? Frau Waas, ich bin's. Jim Knopf, bleib da, wir kommen. Er wirkt und schrie so aufgeregt, dass er beinahe aus dem Fenster herausgefallen wäre. Lukas konnte ihn gerade noch in großen Knopf mit seinen Hose festhalten. Als Emma kaum noch 10 Meter von Lummerland entfernt war, verschwand plötzlich alles ebenso rätselhaft wie die anderen Erscheinungen, und wieder drehte sich ringsumher nur die Unendlichkeit der sonnenglühende Wüste. Jim wollte es sogar gar nicht glauben, aber es half aber alles nix. Lummerland war nicht mehr da. 2 dicke Tränen rannten über seine schwarzen Wangen. Er konnte es nicht mehr verhindern. Auch Lukas' Augen blickte es verdächtig und stieß dichte Rauchwolken aus. Schweigend fuhren sie weiter, doch das Allererstaunlichste stand ihnen noch bevor. Plötzlich erblickten sie nämlich eine andere Lokomotive, die ganz genauso aussah wie immer. Und die Lokomotive fuhr etwa 100 Meter Abstand neben ihnen her. Sie hatten auch genau die gleiche Geschwindigkeit. Lukas, der seine Augen nicht trauen wollte, beugte sich aus dem Fenster heraus. Und auch drüben auf der anderen Maschine beugt sich der Lokomotivführer aus dem Fenster. Lukas winkte und der andere Lokomotive winkte zurück. Jetzt wird's mir aber wirklich zu toll, sagte Lukas. Wir träumen. Doch nicht etwa? Kein bisschen, versicherte Jim. Na, da wollen wir uns die Sache doch mal näher ansehen, meinte Lukas. Sie bogen ein und hielten auf der anderen Lokomotive zu, aber zur gleichen Zeit bog auch die andere Lokomotive ein, und beide Lokomotive fuhren aufeinander los. Schließlich hielt Lukas die Emma an. Die andere Lokomotive stand ebenfalls. Lukas und
Jim stiegen aus. Zur gleichen Zeit verließen ein Lokomotivführer und ein kleiner schwarzer Junge die andere Lokomotive. Da soll doch gleich, murmelte Lukas verblüfft. Und nun gingen sie aufeinander zu. Lukas und Jim auf der anderen Jim. Die beiden Lukasse und die beiden Jims wollen sich eben zur Begrüßung die Hände geben. Da strich ein ganz leichter Wind vorüber. Der andere Jim, der andere Lukas und die andere Emma wurden durchsichtig und verschwanden. Lösen sich einfach auf in nix. Jim starrte fassungslos auf mit den kugelrunden Augen auf der Stelle, wo eben noch die andere Jim gestanden hatte. Plötzlich hörte er Lukas einen Pfiff ausstoßen und sagte: Jetzt geht mir ein Licht auf. Natürlich, das ist es. Was? Fragte Jim. Hast du schon mal was von Spiegelkabinett der Fata Morgana gehört? Nein, antwortete Jim. Was für ein Vater? Nicht Vater, schmunzelte Lukas. Fata Morgana. Komm zurück in die Emma, dann erkläre ich dir die Sache. Hier draußen ist es ja zu heiß wie in einer Bratpfanne. Sie stiegen wieder in dem Führerhäuschen und während der Weiterfahrt erklärte Lukas seinen Freund Jim die Sache mit dem Spiegelkabinett der Fata Morgana. Ein Spiegelkabinett gab es manchmal auf Jahrmärkten. Es ist eine Art Zimmer aus lautern Spiegeln. Wenn man da hineingeht, kann man ganz irre werden, weil man niemals weiß, was Spiegelbild und was Wirklichkeit ist. Auf dem Jahrmarkt ist das ganz lustig, weil notfalls immer jemand da ist, der einen wieder herausführt. Aber in der Wüste ist das schon eine ganz andere Sache. Eine Fata Morgana besteht freilich nicht aus Spiegeln. Wo soll das auch in einer Wüste auf einmal all die Spiegel herkommen? Nein, man sagt nur so, weil es sich um etwas Ähnliches handelt. Eine Fata Morgana ist eine sogenannte Naturerscheinung. Wenn die Sonne auf der Sandfläche niederbrennt, wird die Luft sehr heiß und dann wird sie noch heißer und schließlich fängt sie an, vor Hitze zu flimmern. Und wenn die Luft nun immer noch glühender wird, dann fügt sie plötzlich an zu spiegeln, wie ein richtiger Badezimmerspiegel. Sie spiegelt aber nicht nur Dinge, die in der Nähe sind, sondern holt im Gegenteil die Spiegelbilder am liebsten von sehr weit her. Das erscheint plötzlich Sache, die viel Meilen entfernt sind. Zum Beispiel kann es geschehen, dass Leute, die in der Wüste wandern, plötzlich vor sich ein Gasthaus erblickten und an den Schild hängt an den Aufschrift: Frische Limonade, Glas, 10 Pfennig. Und wenn sie dann hinlaufen, weil es vielleicht gerade schreckliche Durst haben, dann ist alles wieder verschwunden. Dann haben sie sich verirrt und wissen nicht mehr, wo sie sind. Natürlich kann es leicht vorkommen, dass der Spiegelbilder bei dem weiteren Weg, die bis in der Wüste zurückgelegt haben müsse, ein bisschen durcheinander geraten. Dann gibt es so kuriose Erscheinungen, wie sie den beiden Fremden begegnet waren. Und nun zum Schluss beendete Lukas seine Erklärung. Zum Schluss haben wir sogar unseren eigenen Spiegelbild gesehen. Als das leicht Wind aufkam, da kühlte sich die Luft ein wenig ab und hörte auf zu spiegeln. Jim dachte eine Weile schweigend nach. Dann sagte er verwundert: Ich glaube, es gibt einfach nichts, was du nicht weißt, Lukas. Doch,
antwortete Lukas und lachte. Es gibt eine Menge Dinge, die ich nicht weiß. Zum Beispiel weiß ich nicht, was da vorne ist. Sie spürten beide angestrengt auf die Strecke hinaus. Mir scheint, da ist eine Spur im Sand, sagte Jim. Richtig, brummte Lukas. Sieht aus wie ein Wagenspur. Wenn jetzt nicht wieder eine Fahrt da ist, meinte Jim besorgt. In so einer Wüste weiß man ja nicht, ob man eine Naturerscheinung vor sich hat oder nicht. Sie fuhren näher, aber Klaus verstand das Bild nicht. Es waren tatsächlich Spuren im Sand. Spuren von Wagenrädern. Das sieht aus, stellte Jim fest, als ob wir schon dreimal vor uns als ob hier schon vor uns jemand gefahren ist. Lukas brachte Emma zum Stehen. Lukas brachte Emma zum Stehen, stieg aus und untersuchte die Spuren. Verflixt, sagte er schließlich und kratzte sich hinter dein Ohr. Hier ist wirklich schon einmal von uns gefahren. Und weißt du auch wer? Nein, wer denn? Das ist Emmas Spur. Scheint fast so, als ob wir in einen Riesenkreis an unsere eigene Spur zurückgekommen sind. Du lieber Himmel, rief Jim entsetzt. Wir müssen aber doch irgendwie aus dieser schrecklichen Wüste wieder herausfinden. Stimmt, bestätigte Lukas. Frag dich nur, wie. Er schaut sich prüfend um. Rechts von ihnen fuhr eben ein Dampfes über den Himmel aus den Schornsteinen große bunte Seifenblasen aufstiegen. Links stand ein alter Leuchtturm. Auf der obersten Galerie machte ein Walfisch Kopfstand. Hinter sich erblickte Lukas ein ständliches Warenhaus, aus den Fenstern und Türen Bäume herauswuchsen, und vor sich ist eine lange Reihe Telegrafenstangen auf den Drähten hängen. Ein Nilpferdfamilie spazieren. Lukas blickte zum Himmel auf. Die Sonne stand dreimal an ganz verschiedenen Stellen. Es war unmöglich festzustellen, welche davon die richtige Sonne und welche eine Spiegelung war. Lukas schüttelte den Kopf. Es hat keinen Zweck, brummelte er. Wir müssen warten, bis die Fata Morgana aufgehört hat. Sonst finden wir hier nie wieder heraus. Wir dürfen auch nicht mehr unnötige Kohle und Wasser verbrauchen. Wir wissen hier gar nicht, wie lange wir noch in unseren Vorrat auskommen müssen. Wann meinst du denn, dass die Fahrt aufhört? Erkundigte Jim gedrückt. Ich denke nachts, antwortete Lukas, wenn es nicht mehr so heiß ist. Sie zeigen sich also in den Führerhäuschen zurück, um sich auszuruhen, während sie auf den Sonnenuntergang warten. Die große Hitze machte beide schläfrig und Lukas machte den Einnicken, als Jim plötzlich fragt, warum sie wohl so traurig ausgesehen haben. Wer? Gähnte Lukas. Alle, antwortete Jim leise, bei der Erscheinung von Lummerland, meine ich. Kann sein, dass wir sie gerade im Augenblick gesehen haben, wo unser Brief angekommen ist, meinte Lukas gedankenvoll. Jim seufzte tief auf. Nach einer Weile sagte er bekümmert, Lukas, meinst du, dass wir sehen
wir sehen Lummerland noch einmal wieder? Lukas legte freundlich seinen Arm um Jims Schultern und tröstete ihn. Ich habe das sichere Gefühl, als ob wir einen schönen Tag alle drei nach Lummerland zurückkehren. Du, Emma und ich. Jim hob den Knopf und seine Augen wurden größer und größer. Meinst du wirklich? Fragte er hoffnungsvoll. Könnte ich dir fast mein Wort drauf geben, brummte Lukas. Jim wurde auf einmal ganz wunderbar leicht und fröhlich zumute. Ganz so, als er ganz als wäre schon die Heimreise. Er wollte, wenn Lukas so etwas sagte, dann war es so ganz wie sie sicher. Meinst du, dass es bald ist? Fragte er nur noch nach. Vielleicht auch nicht, erwiderte Lukas. Ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Und nach einer Weile fügte er hinzu, versuch jetzt lieber zu schlafen, Jim. Vielleicht müssen wir heute die ganze Nacht durchfahren. In Ordnung? Sagte Jim. Und im selben Moment war er auch schon eingeschlafen. Aber Lukas blieb wach und dachte nach. Es macht sich zu mir ziemliche Sorgen, als er sich ihm eine neue Pfeife ansteckte und damit in Sonnenglut der Wüstennachmittag hinausblickte, bemerkte er, dass die Geier wiedergekommen waren. In einem großen Kreis hockten sie um Emma herum, geduldig, schweigend und erwartungsvoll. Sie schien fast damit zu rechnen, dass die Reisenden niemals wieder aus den schrecklichen Wüste herausfinden würden. So, das war der zweite Teil. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und Glocke betätigen. Und in der ersten Geschichte war es ja eine deutsche Synchro, nicht mit meiner Stimme, aber dieses Geräusch geht mir echt auf den Keks, tut mir leid. YouTube, ihr müsst das mal einstellen. Diese englische Synchronsprecher sollte man echt mal Manieren beibringen. Immer dieses. Also bis dahin. Und bei Lorian ist leider nicht, da das Video leider zu lang geworden ist, gab es keine Synchro. Auch keine englische Untertitel, gar nichts. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist und bis zum nächsten Mal. Ach ja, bevor ich es vergesse, das nächste ist dann Robert Thomas und seine Abenteuer. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns wieder am Sonntag um 22 bis 23:30 Uhr auf Twitch. Und bis bald. Tschüss.